So, jetzt müssten wir live sein. Schönen guten Tag zusammen. Schönen guten Tag. Hallo. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Wir werden noch ein, zwei Minuten warten, bis alle Teilnehmer auch sich eingeloggt haben und gestartet sind. Und dann kann es auch losgehen. Warten noch einen kurzen Moment. Ja, ich denke, so langsam dürften die Großteil der Teilnehmer eingetrudelt sein. Ja, möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Freut mich außerordentlich, dass wir so zahlreiche Teilnehmer im heutigen Webinar haben. Mein Name ist Moritz Thiel, Customer Success Manager bei AirSight. Und ja, ich werde heute durch dieses Webinar, durch diese Diskussionsrunde leiten. Das heutige Thema ist die Umsetzung von KI-Projekten in der Industrie. Wie entkomme ich der ewigen Pilotphasenfalle? Wir werden gleich eine kurze vorstellen, wer wir sind, wer die beiden anderen Kollegen sind, einen Ausblick auf den Status quo in der Digitalisierung geben. Wir werden eine kurze Umfrage machen, um einfach Ihre Meinung einmal zu hören zum Thema Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Wir werden das Thema dann zu dritt diskutieren und zu guter Letzt unsere Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Projekte zusammenfassen. Heute mit dabei als Redner Sven Lorenz, Digitalisierungsexperte und Executive Advisor. Lieber Sven, freut mich riesig, dass du heute mit dabei bist und ja, wir mit dir das Thema diskutieren können. Ich freue mich auch, hier zu sein. Danke. Vielleicht kannst du kurz noch zwei, drei Sätze auch zu deinen Erfahrungen rund um das Thema Innovationsprojekte und KI auch sagen. Ja, gerne. Ich habe einen Hintergrund in der Softwareentwicklung, habe also am Anfang sehr viel in den 80er, 90er Jahren im KI-Bereich, im Bereich Sprachverstehen, zuerst im Forschungssektor, dann in der Softwareentwicklung auf der IT-Herstellerseite gearbeitet. In KI promoviert, in Natural Language Understanding, und mich dann so sukzessive die Wertschöpfungskette in Richtung mehr unternehmerischer Praxis und Applikation bewegt, war zunächst in der Beratung tätig, eine Geschäftsführung von einem IT-Dienstleister und bin jetzt seit 20 Jahren in der Automobilindustrie, habe dort 17 Jahre lang als CIO gearbeitet, jetzt 3 Jahre als Geschäftsarchitekt, der sich damit beschäftigt, Ende-zu-Ende-Prozesse, durchgängige Daten und die digitale Transformation zu steuern über alle Fachbereiche hinweg, und habe dadurch sehr viel Erfahrung auch mit KI-Projekten gesammelt und bin auch sehr, sehr froh darüber, jetzt in der
aktuellen Zeit KI-Projekte wirklich in der industriellen Praxis zu sehen. Als ich mich noch intensiv damit beschäftigt habe, war das Ganze tatsächlich noch mehr Forschungs- und Entwicklungsthema. Heute sehen wir mehr davon in der industriellen Praxis und darüber diskutieren wir. Ja, wir freuen uns, das mit dir diskutieren zu können. Dann zweites Gesicht, was Sie sehen, Max, unser CCO, Co-Founder von AIsight. Max, auch schön, dass du dir Zeit genommen hast heute, um das Thema mitzudiskutieren. Erzähl doch auch mal ein paar Takte über dich, deine Erfahrungen und gerne auch ein paar Worte noch zu AIsight. Ja, also ich freue mich natürlich auch. Herzlich willkommen erstmal auch von meiner Seite. Ja, mein eigener Hintergrund ist eher auf der kommerziellen Seite im Vertrieb. Jetzt seit Gründung natürlich mit Matthias zusammen haben wir sehr, sehr viele Projekte auch im Bereich KI gesehen, mit unterschiedlichen Kunden in unterschiedlichen Konfigurationen. Also das heißt, von kleineren mittelständischen Unternehmen in sämtlichen unterschiedlichen Industrien über Textil bis chemische Industrie, Automobilindustrie, Automobilzulieferer, dann aber auch in größere multinationale Konzerne, mit denen haben wir auch schon relativ viel zusammengearbeitet, sodass wir mittlerweile eine relativ große Bandbreite an Erfahrungen in dem Bereich gesammelt haben. Und diese Erfahrungen natürlich gerne hier teilen und diskutieren möchten, weshalb auch ich mich sehr freue auf diese Diskussionsrunde. Soweit vielleicht als kurzes Intro auch von meiner Seite. Sehr cool. Erzähl uns doch mal ein paar Takte vielleicht noch, weil ich glaube, nicht alle Teilnehmer des heutigen Webinars wissen genau, wer AIsight ist, was wir machen. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Takte dazu sagen. Ja, sehr gerne. Also wir haben vor so 3,5 Jahren angefangen, uns Gedanken zu machen. Die Grundidee kommt halt eher aus dem Automobilbereich, vor allem eben über meinen Mitgründer Matthias, der dort eben zuständig war für Produktionsoptimierung, vor allem für die Verhinderung von ungeplanten Maschinenausfällen. Er hat dort relativ viele Erfahrungen gesammelt, vor allem im Bereich Schwingungsanalyse, und hat auch viele Systeme getestet im Condition Monitoring Bereich, die es dort also auf dem Markt gibt. Also um ein paar Beispiele zu nennen, Systeme von Sensorherstellern wie zum Beispiel SKF, IFM, Brühl und Kjær. Dort hat ihn öfter gestört, dass diese Systeme noch nicht relativ intelligent waren, sondern häufig einfach mit fixen Schwellwerten gearbeitet haben, zum Beispiel im Schwingungsbereich, so dass man zwar mitbekommen hat, dass sich an der Maschine zum Beispiel irgendwas verändert hat, aber es gab keine tieferen Analysen und auch keine weiteren Informationen. Das heißt, wenn ein Gabelstapler oder ein LKW in der Nähe des Sensors vorbeigefahren ist, gab es einen Fehlalarm. Das hat dann natürlich auf lange Sicht vor allem Leute in der Produktion dann eher genervt als tatsächlich Mehrwerte geschaffen. Und aus diesem Umfeld ist so ein bisschen die Idee für eine leicht nutzbare Lösung entstanden. Das ist am Ende das, was wir bei AIsight machen. Also auf der einen Seite haben wir einen Sensor entwickelt. Moritz, wenn du den einmal kurz in die Kamera vielleicht halten möchtest, wie der aussieht in echt, genau. Also ein kleines, rundes, Puck-ähnliches Sensor, ein Sensor, der auf der unteren Seite mit einem Magneten sehr, sehr leicht an der Maschine anzubringen ist. Der Sensor selbst hat eine sehr hohe Auflösung im Bereich Vibration, misst aber zusätzlich noch Temperatur und Magnetfeld, und den kann man eben relativ leicht an der Maschine installieren. Wir haben über die letzten 3 Jahre eine sehr große Datenbank an typischen Maschinenzuständen von allen möglichen Maschinen, vor allem im drehenden Bereich, aufgenommen. Das heißt, alles, was im Bereich Pumpenmotoren, Ventilatoren, Lager, Getriebe, dort kennen wir uns sehr, sehr gut aus, und haben so eben eine Datenbank aufgebaut, die Normalzustände, aber eben auch entsprechende Fehlerbilder abdecken kann. Und dadurch ist es uns eben gelungen, relativ schnell nach einer Installation ein Benchmarking durchzuführen, der Maschine im kundenspezifischen Kontext mit der Datenbank zu vergleichen, um festzustellen, ob schon Fehler vorhanden sind.
Und zusätzlich lernen wir dann eben über selbstlernende Algorithmen an der Maschine die Prozesse des Kunden kennen und können aber eben relativ schnell nach Installation Mehrwerte schaffen. Und das war so ein bisschen die Grundidee für das ganze Unternehmen und das, was wir halt jetzt seit 3 Jahren erfolgreich machen bei AIside. Genau, das war vielleicht so ein kurzer Überblick über das, was wir hier Hervorragend. Hier machen, ja. Ja, wir wollen aber heute natürlich nicht nur über AIside und die Mehrwerte von AIside sprechen, sondern über die Digitalisierungsprojekte, KI-Projekte in der Industrie, Herausforderungen und das diskutieren. Es gibt heutzutage ja kaum ein Industrieunternehmen, was Digitalisierungsprojekte umgesetzt hat oder gestartet hat. Wir schreiben 10-jähriges Jubiläum quasi von dem Begriff Industrie 4.0. Und ja, der massive Zuwachs an Digitalisierungsprojekten hat auch eine McKinsey-Studie bereits im Jahre 2018 gezeigt. Eine deutliche Mehrheit der dortigen Befragten ja, sagte, dass sie sehr viele Projekte eingeführt haben. Im Schnitt laufen 8 Digitalisierungsprojekte parallel. Allerdings sind über 80% ja, dieser Pilotprojekte verharren sehr langfristig in der Pilotphase. Und die Autoren nennen dieses Problem ganz nett Pilot Purgatory. Wir haben es als Pilotphasenfalle frei übersetzt, daher auch der Titel. Und genau dieses Thema, wie komme ich eben aus dieser Pilotphasenfalle heraus, wollen wir heute diskutieren. Bevor wir eine Diskussionsrunde starten, möchten wir aber gerne noch von Ihnen wissen, wie es denn mit der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten aussieht. Und dazu wäre unsere erste Frage: Wie viele unterschiedliche Digitalisierungsprojekte im Kontext Industrie 4.0 wurden denn in Ihrem Unternehmen in den letzten 3 Jahren gestartet? Sie müssten jetzt auf der rechten Seite eine Umfrage sehen. Müsste jetzt bei Ihnen eingeblendet werden. Eben kurz Zeit. Wir sehen direkt live die Ergebnisse, wie viele das denn sind. %70 der Teilnehmer haben geantwortet. Genau, wir warten dann noch einen kurzen Moment, ob da noch weitere Antworten da reinkommen. Ja, so die Mehrheit im Mittelfeld, also Großteil hat bereits Projekte gestartet, aber doch noch nicht so viele. Dann kommen wir auch direkt zu unserer nächsten Frage, nämlich wie viele von diesen Digitalisierungsprojekten wurden denn auch erfolgreich in die Linie gebracht? Also nicht nur gestartet und pilotiert, sondern auch tatsächlich ausgerollt. Jetzt starte ich direkt hier die zweite Frage, die jetzt angezeigt werden müsste. Das sind gar nicht so viel weniger. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wir scheinen eine ja, relativ erfolgreiche Audience zu haben. Genau. Ja, Mehrteil der Teilnehmer geantwortet. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. In Richtung keines oder wenige. Das heißt, die These, Moritz, die du gerade formuliert hast, die ist, glaube ich, immer noch richtig und mit Sicherheit eine Herausforderung. Genau, ja, es ist schön zu sehen natürlich, dass wir
die Diskrepanz wie in der McKinsey-Studie hier nicht ganz so groß zu sein scheint. Das ist natürlich eine sehr gute Entwicklung. Aber trotzdem scheint es diese Diskrepanz eben zu geben. Und ja, wir wollen natürlich diskutieren, warum, woran kann das liegen? Und jetzt beende ich mal hier unsere Präsentation kurz, dass Sie uns auch mal groß sehen. Und ja, Sven, was sind denn deine Erfahrungen aus der Industrie? Kannst du das bestätigen, was wir jetzt in der Umfrage oder was auch diese Studie gezeigt hat, was die Umsetzung von den Rollout von Digitalisierungsprojekten angeht? Ja, ich habe also selber vor allen Dingen in meiner Zeit als CIO und ich denke, dass es in vielen Unternehmen der Fall ist, dass die IT irgendwo auch ein Innovationstreiber ist oder zumindest sollte es heute sein. Zahlreiche Innovationsprojekte gestartet oder Innovationsprogramme aufgesetzt, Labs gegründet in einer Zeit, in der alle nach Berlin gegangen sind und die Digital Labs geöffnet haben. Haben wir das in dieser Zeit auch gemacht. Und die Herausforderung ist tatsächlich immer, die innovativen Themen dann in das Tagesgeschäft zu integrieren. Und jeder, der sagen wir, operativ in kleinen oder großen Unternehmen unterwegs ist, der weiß, dass die Herausforderung im Tagesgeschäft dann noch Neues auszuprobieren, zu experimentieren, eine enorme Herausforderung ist. Normalerweise sind alle Ressourcen ausgelastet, alle Kapazitäten zugeteilt, man hat Kundenaufträge und daneben dann nochmal was Neues auszuprobieren, ist ein ganz, ganz hoher Anspruch. Das passiert dann entweder in Innovationszirkeln, ja, die dafür aufgesetzt sind, die haben dann die Kapazität, die haben die Kompetenz, das zu tun, aber letzten Endes kommt dann der Prüfstein, wenn es denn eben wirklich in den Unternehmensprozessen im Tagesgeschäft verankert werden muss. Und das geht meines Erachtens nur wenn einige Faktoren tatsächlich auch richtig eingestellt sind. Zum einen muss es wirklich vom Management, vom Top-Management gewollt werden. Also Innovation, wenn das Unternehmen sozusagen keine Innovationskultur hat, die auch von oben vorgelebt wird und wo Anreize geschaffen werden, eben auch im Tagesgeschäft mal neue Dinge auszuprobieren, sei es jetzt über Ideenmanagement im Kleinen oder durch große Innovationsprogramme, dann wird es sehr schwer. Ja, denn dann sind die Ziele kurzfristig, dann gibt es Quartalsziele zu erreichen, Produktionsziele abzuliefern. Und dann wird eher wenig Neues gemacht. Ich weiß nicht, Max, ob das jetzt auch in eurer Erfahrung so der Fall ist, aber ganz wichtig ist eben, wer treibt es, wer bringt es rein, welche Unterstützung ist da? Ist es ein Innovationszirkel, der weit weg ist vom Tagesgeschäft und wo alle am Band dann sagen, die Spinner haben wieder mal eine Idee gehabt, passt bei uns aber nicht? Oder ist es etwas, was wirklich von der Werksleitung vorgelebt wird, weil sie sagt, wir müssen uns auf die Zukunft ausrichten und uns innovativ aufstellen und neue Dinge ausprobieren, um einfach weiterzukommen in Lieferfähigkeit, in Produktivität, in Auslastung. Wir haben tatsächlich alles oder ja, sehr viel in dem Bereich schon gesehen. Ich würde dir grundsätzlich natürlich zustimmen, dass das Management und das Unternehmen selbst diese Innovationskultur vorleben muss und ja, Impulse liefern muss, damit es erfolgreich wird. Wir haben es aber auch schon erfolgreich andersrum gesehen. Also wir haben auch teilweise es gesehen, dass einzelne Teams auf Produktionsebene, auf Instandhaltungsebene neue Technologien sich selbst rausgesucht haben und das einfach mal umgesetzt haben und dann dadurch so ein bisschen einen Impuls nach oben gegeben haben. Aber ich meine, letztendlich ist es am allerwichtigsten, dass eben ein Alignment und eine Zusammenarbeit stattfindet, dass eben nicht eine Seite der anderen Seite was vorsetzt und sagt, so wie du es eben beschrieben hast, hier macht mal, das ist jetzt unsere Innovationsidee und ihr seht halt zu, wie ihr damit klarkommt, sondern es muss halt ein gemeinsames Commitment da sein. Also wir haben Beispiele auf beiden Seiten, wie es sehr, sehr gut laufen kann, aber eben auch, wie es schief gehen kann. Sowohl wenn eben von dem Management
innovative Ideen einfach in die Produktion gegeben werden, ohne dass die Leute entsprechend abgeholt wurden oder selbst auch eine intrinsische Motivation haben, diese Projekte umzusetzen. Meistens sind es Kommunikationsschwierigkeiten, dass zum Beispiel mit Mitarbeitern in der Instandhaltung eben der Umfang oder die Projekte selbst nicht vernünftig erklärt wurden, die den Mehrwert nicht sehen und sich dann entsprechend querstellen zu einem, das kann im schlimmsten Fall dann eben auch zum Scheitern führen, sodass das Management quasi irgendwann aufgibt und sagt, okay, das macht keinen Sinn, das findet keinen Nutzen. Das ist natürlich dann extrem schade und deswegen ist dieser Dialog und die Kommunikation ist das, was wir erlebt haben, das extrem wichtig ist, eben auch von Anfang an alle zuständigen Leute in allen Abteilungen an Bord zu holen, um zu informieren. Meistens fügt dieser Diskurs auch zu guten Ideen, ehrlich gesagt, von allen Seiten. Und das hilft dann Unternehmen wie unserem zum Beispiel extrem, erfolgreiche Projekte umzusetzen. Immer wenn es einseitig ist, haben wir da so unsere Schwierigkeiten gehabt. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Aspekt jetzt erwähnt. Egal wie groß oder klein das Projekt ist, letzten Endes ist alles eine Veränderung. Ja? Und es gibt einfach Menschen, die Angst haben vor Veränderung oder Respekt, sage ich mal. Und deswegen ist Kommunikation nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt nochmal dann vielleicht auch auf einige Mythen rund um die künstliche Intelligenz eingeht, dann ist da vielleicht auch nochmal mehr Respekt oder nochmal mehr Angst. KI als Jobkiller, Automatisierung, habe ich meinen Job nachher noch? Das sind alles Themen, die adressiert werden müssen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist eben nicht nur ein Technologiethema und man findet die Technologie geil und das macht man jetzt, sondern es führt ja zu Veränderungen in Arbeitsprozessen. Es sind Menschen davon betroffen. Und das ist genau beim Übergang eben von einem Pilotprojekt in die Skalierung. Ja, wenn ich vielleicht in einem Gewerk einer Fabrik unterwegs war, dann ist das gar nicht zu vergleichen mit dem gesamten Werk oder vielleicht das über 20 Werke auszurollen. Dann ist das eine große Veränderung, an der viele Menschen mitwirken müssen, von der viele Menschen betroffen sind. Und dieses Change Management muss man explizit machen. Also es ist auch so eine Erfahrung, gerade in der Skalierung, ja, vom Pilot zum wirklichen Rollout-Projekt. Das ohne eine Change-Begleitung ist ein hohes Risiko. Ja, es muss nicht scheitern, aber es ist ein sehr hohes Risiko, dass die Annahme, die Adaption davon eben nicht so erfolgt, wie man sich es wünscht. Und da gehören eben viele Stakeholder-Gruppen dazu. Ne? Management haben wir schon erwähnt, aber sind eben auch die Teams am Band, die Instandhalter, die es letzten Endes unterstützen soll, die Produktionsleitstände, bis hin eben zu Betriebsräten, die eben üblicherweise im industriellen Kontext in größeren Firmen auch natürlich an dieser Stelle Einfluss haben. Es geht um Beschäftigung, es geht um Arbeitsumfelder. Und auch die müssen abgeholt werden, wenn man dann in einen großen Rollout geht. Wie bekomme ich es denn hin jetzt? Also wir haben einige Punkte natürlich schon gehört für den Projektstart. Die Stakeholder müssen abgeholt werden, Fachabteilungen, es muss im Kontext einer Innovationsstrategie stattfinden. Ganz konkret kannst du, Max, ein paar Punkte nennen, wie jetzt so ein Projekt gestartet werden sollte. Also was muss ich, wenn ich jetzt als Industrieunternehmen sagen möchte, okay, ich möchte jetzt ein KI-Projekt oder ein Digitalisierungsprojekt, um meine Produktion zu optimieren, starten möchte, was muss ich beachten? In irgendeinem Rahmen eine einheitliche Strategie gibt, also dass man sich auf also Unternehmens- und Kulturebene Ziele gesetzt hat und erstmal quasi nach innen geschaut hat ins Unternehmen, in welchen Bereichen es denn überhaupt Sinn macht und was möchte man gerne machen im Rahmen Digitalisierung. Und das ganze Thema KI ist halt da natürlich immer besonders, ich sag mal, tricky, weil es gibt Unternehmen, die das Buzzword gut finden, die wollen auf jeden Fall KI machen, KI der KI wegen, aber das heißt ja nicht zwingend, dass auch immer KI-Projekte, die das Allheilmittel sind für bestimmte konkrete Anwendungsfälle. Also das ist eben der ganz wichtige erste Schritt, der erfolgen muss aus unserer Sicht. Das können wir auch bestätigen, immer wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eben einen großen Plan haben, eine bestimmte Vision haben und eben
eine klare Vorstellung davon haben, wo zum Beispiel auch wir AISight reinpassen als Baustein in die ganzheitliche Strategie, dann hat man meistens, macht das ganze Projekt sehr, sehr, sehr viel einfacher, weil alle Leute meistens eben abgeholt sind. Es werden klare Ziele gesetzt. Das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein für ein erfolgreiches Projekt, dass eben die Zielsetzung klar ist, die Outcomes definiert sind und idealerweise eben auch irgendwie messbar sind. Das heißt, das hilft uns als Unternehmen. Wir wissen klar, was müssen wir erreichen, damit das Pilotprojekt als erfolgreich angesehen wird. Und wenn das eben dieses Umfeld gegeben ist von der Unternehmensseite, dann hilft uns das immer extrem. Und natürlich eben das, was ich vorhin erwähnt habe, dass entsprechende Stakeholder informiert und eingebunden sind in diese Strategie. Es hilft immer nichts, wenn ein Department das alleine umsetzt. Meinetwegen, manchmal gibt es ja eine dediziertes eine Innovationsabteilung, die nur diesen Auftrag haben, Projekte zu finden und irgendwie Projekte zu starten. Und da gibt es dann öfter halt den Mismatch, dass die entsprechenden Abteilungen in der Produktion nicht vernünftig abgeholt werden. Dann wird ein Projekt gemacht des Projektes Willens, aber es wird sich eben noch nicht tiefergehend damit beschäftigt, wie geht es denn eigentlich nach dem Projekt weiter. Und das sollte wenigstens in groben Zügen schon vorformuliert sein und eine Idee sollte vorhanden sein, wie man dieses Projekt auch nach dem Projekt weiterführen kann. Also bei erfolgreichem Abschluss, was sind die Zielsetzungen, was ist dann der zweite Schritt in einem Jahr, was ist der nächste Schritt in 2 Jahren und wie können wir uns das grob langfristig vorstellen. Also wenn diese Überlegungen auf Unternehmensseite stattgefunden haben, dann kann man sehr, sehr stark eben diese unerfolgreichen Projekte verhindern. Wenn man jetzt nochmal genau an AISight anschaut und sozusagen eure Zielkunden, ja, dann wird sich das fast ausschließlich in der Produktion bewegen. Die Produktion ist sehr kennzahlgesteuert. Ja. Ein Werkleiter hat seinen Satz an Kennzahlen, an KPIs, die er liefern muss, an Output, an Durchsatz, an Produktivitätskennzahlen, die er stetig verbessern muss. Und das beste Argument, ja, das überzeugendste Argument, um dann eben auch einen vielleicht erfolgreichen Piloten dann zu skalieren und zu sagen, damit müssen wir uns beschäftigen, da müssen wir die Ressourcen für freigeben, da investieren wir in diese Veränderung, ist letzten Endes der messbare Mehrwert. Ja. Euer Slogan ist Unlimited Machine Uptime, ja, das deutet ja schon darauf hin, wo das liegt. Wenn es gelingt, durch prädiktive Wartung die Maschinenstunden signifikant zu erhöhen, ja, die produktiven Maschinenstunden signifikant zu erhöhen. Wenn es gelingt, die Wartungseingriffe nicht dann zu machen im Falle des Ausfalls während der Produktionszeit, sondern geplant, präventiv ein paar Tage vorher oder die Maschine auszusteuern, sodass sie eben das Wartungsfenster noch erreicht, vielleicht bei etwas geringerer Drehzahl oder etwas geringerem Output. Ja, das sind die Elemente, die einem Werkleitern wirklich helfen und die natürlich ein unglaublich starkes Argument sind. Und diesen Mehrwert einfach schnell aufzeigen zu können, nachweisen zu können durch die Piloten, das ist mit das stärkste Argument. Ja, absolut. Also da stimme ich 100% hinzu. Also da stimme ich 100% zu. Und das haben wir eben gesehen. Was aber natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass auf Werksleiterebene beziehungsweise eben auf Produktionsebene das eben auch irgendwie messbar ist. Also dass man sich dieser ganzen Kennzahlen bewusst ist. Was ist unsere Uptime normalerweise? Was sind unsere Ausfallzeiten? Was sind unsere Ausfallkosten? Was kostet uns eine Stunde Ausfall normalerweise? Damit man eben benchmarken kann. Wie war es vor Einsatz der Lösung? Wie ist es danach mit AISight? Wie viel Kosten hat mir die Lösung tatsächlich eingespart? Und wenn dieses Bewusstsein da ist, also wir haben sehr, sehr gute Projekte, auch mit größeren Unternehmen, zum Beispiel im Bereich der Abfüllanlagen, wo diese Kennzahlen sehr, sehr klar definiert sind und wo tatsächlich nach jedem Ausfall, den wir verhindern, wir auch genaues Feedback bekommen, wie teuer war das jetzt, wie viele Stunden wäre dieser Ausfall normalerweise hätte gekostet und wie viel wurde eingespart tatsächlich durch unsere Lösung. Und so kann man natürlich dann ziemlich schnell ein gemeinsames Bewusstsein schaffen,
für den Mehrwert und den Nutzen der Lösung. Und wir sind halt von unserer Preisstruktur so, dass wir dort immer nach sehr wenigen, also 3 bis 6 Monaten, einen positiven ROI für den Kunden erwirtschaften, was dann natürlich sehr häufig zu einem erfolgreichen Outcome des Projektes führt. 3 bis 6 Monate ist natürlich eine sehr kurze oder eine sehr schnelle Zeit, wenn man so schnell natürlich schon Projekte erfolgreich umsetzen kann und den Mehrwert beweisen kann. Mega gut. Wie ist das denn sonst, Sven, so auf deine Erfahrung, Dauer für Digitalisierungsprojekte? Gibt es da einen einheitlichen Wert? Gibt es da Faktoren, die sagen, was sollte man ansetzen, welchen Zeitraum sollte man sich nehmen, um etwas auszuprobieren oder zu pilotieren? Ja. Also es gibt sicherlich keinen festen Wert und das hängt natürlich auch immer von der Größe des Gesamtprogramms ab, von der Größe des Rollouts. Ja, mache ich denn einen Rollout in einer Fabrik, mache ich den Rollout in 100 Fabriken? Wie komplex ist die Veränderung, die ich einführe? Verändere ich massiv die Prozesse oder ist es eine Ergänzung, die neben meinen Prozessen sitzt und sich sehr leicht integrieren lässt? Das macht alles große Unterschiede. Ich denke, die Erwartung ist, dass sich ein Pilotprojekt innerhalb von 3 bis 6 Monaten zeigt, ob es erfolgreich ist oder nicht, ob es lohnenswert ist, dort weiterzumachen oder nicht. Das wird teilweise auch nochmal gestuft. Ja, man fängt an mit einem POC, der erstmal überhaupt Proof of Concept, der überhaupt erstmal zeigt, ist das valide, passt das überhaupt in unsere Umgebung, das ist noch nicht produktiv eingesetzt. Ein Pilot ist nach meinem Verständnis schon etwas, was ich produktiv einsetze, aber mit vielleicht begrenztem Funktionsumfang in einem abgegrenzten Teil. Und wenn das erfolgreich ist nach einem halben Jahr, dann ist die Frage eben, wie weit rolle ich aus? Ja? Und wie weit rolle ich aus, ist eine Frage natürlich auch meiner Unternehmensgröße oder meinem Rollout-Plan. Und das kann dann durchaus auch mal über mehrere Jahre gehen, ja, wenn es ein komplexes Thema ist. Aber es sollte inkrementell immer einen Wertzuwachs geben. Ja. Es kann nicht sein, dass man dann sagt, okay, wir planen einen Rollout 3 Jahre, so lange arbeiten wir und zum Schluss wird mit Big Bang alles scharf gestellt. Ja, alle 100 Fabriken schalten um auf Machine Health Control von AI-Side. Das wäre sicherlich der falsche Ansatz. Ja. Es geht darum, möglichst schnell Mehrwert darzustellen, inkrementell. Und sozusagen mit jedem Rollout-Schritt wieder einen Schritt weiterzukommen und Mehrwert für das Unternehmen einzuspielen. Und das sollte dann wirklich in kurzen Rhythmen, ja, in Quartalsrhythmen oder in halbjährlichen Rhythmen vonstatten gehen. Denn sonst wird die Geduld quasi überstrapaziert und die Neigung dazu, das Neue dann wirklich zu akzeptieren und ins Tagesgeschäft zu überführen, wird dann gering, wenn das zu lange dauert, die Effekte. Was sind denn konkret oder kannst du konkret auch Schritte nennen, die ich jetzt, wenn ich habe jetzt ein Projekt gestartet und auch einen Mehrwert schon erreicht und möchte jetzt eben sagen, okay, ich gehe jetzt in den Rollout. Ich bin der Innovationsmanager und habe das Projekt jetzt erfolgreich durchgeführt. Wie gehe ich jetzt weiter vor, um es wirklich auch auszurollen, unternehmensweit? Also was muss ich dabei konkret beachten? Also wir haben ja schon das Thema, die Stakeholder zu gewinnen, besprochen. Das sind dann natürlich idealerweise der Produktionsvorstand, noch besser der CEO, der hinter so einem Programm steht. Ja, wenn es dann eingebettet ist, so wie Max gesagt hat, in einem größeren Programm einer digitalen Transformation oder eines Innovationsprogramms, hilft das. Aber ich brauche den Fachbereich, der letzten Endes davon profitiert, ja, dessen Kunde davon profitiert. Ja. Ist ja nicht nur der direkte Kunde jetzt für dieses innovative Projekt, sondern der wiederum hat ja das Ziel, seinen Kunden möglichst optimal zu bedienen. Und wenn ich das nachweisen kann, habe ich den schon mal für mich gewonnen. Dann werde ich sicherlich auch
in irgendeiner Form die interne IT benötigen. Ja, da ist natürlich dann wieder die Frage, wie hoch ist der Integrationsgrad mit den fachlichen Prozessen und mit den Technologien. Ja, das sind manchmal ganz einfache Themen wie Identity and Access. Ja, wie bekomme ich Zugang? Ja, muss ich ein eigenes User-Management aufsetzen oder ist das unter meinem Single Sign-On in der Gesamtfirma möglich? Wie stark muss ich meine Anwendungslandschaft verändern, um den Rollout hinzukriegen. Ja. Pilot findet in der Insel statt, da hat man noch nicht die Ansprüche, dass es hoch integriert ist. Im Rollout muss es ideal integriert sein in die Prozesse und in die Technologielandschaft des Unternehmens. Und das kann eben leicht oder schwer sein. Und die Frage, wie man dann vorgeht. Letzten Endes sind es immer die gleichen Stufen. Ja. Ich bereite das fachlich vor, durch Kommunikation, durch Schulungen. Ich bereite es technisch vor, im Sinne von Integration. Ja. Beispiel einfachster Fall, in dem es unter das Single Sign-On gehängt wird und in den Produktionsleitstand integriert wird. Dann mache ich Stück für Stück dort, bis das irgendwann mal wie geschnitten Brot läuft, weil ich genau weiß, was ich für einen Rollout-Plan habe und die Schritte dann irgendwann mal bei der 10. Fabrik dann wahrscheinlich ins Blut übergegangen sind und jeder Beteiligte weiß, was auf einen zukommt. Und sich jeder auch darauf freut, weil er gesehen hat, bei meinen neuen Vorgängern hat es den Mehrwert eingespielt und die gewünschten Effekte gebracht. Also mit zunehmendem Rollout wird das sich selbst verstärken, das wird immer erfolgreicher werden. Das Schwierige ist der Anfang, die ersten Rollouts und da wirklich zu beweisen, es funktioniert im Großen. Das ist unsere Erfahrung. Genau das können wir eben bestätigen. Also alle Kunden, bei denen wir eben erfolgreich zum Beispiel eine Linie ausgestattet haben, dort wurde natürlich auch von Anfang an, wenn das Projekt hat ja hat entsprechendes Interesse auch bei anderen Standorten hervorgeführt und war dann immer unter enger Beobachtung, eben auch von Schwesterwerken, von Schwesterfabriken, auch in anderen, meinetwegen in anderen geografischen örtlichen Gegebenheiten. Und dort sind wir halt bei einigen Kunden eben so weit, dass die nächsten Projekte in den nächsten Fabriken ausgerollt werden, nach dem Muster eben der ersten Vorreiterfabrik. Und das ist natürlich dann spannend. Das Gute ist, wenn die entsprechenden Verantwortlichen auch, wenn sie nicht direkt betroffen sind, aber wenn sie direkt in das erste Projekt eingebunden sind, meinetwegen regelmäßig Updates über den Piloten bekommen, fällt dann der zweite Schritt sehr viel leichter, weil wir dann eben auch Erfolgsgeschichten aus der ersten Fabrik direkt übernehmen können, wie eine Blaupause. Es wird viel effizienter und schneller werden die Prozesse aufgesetzt. Und so kommt man dann, so wie Sven es eben beschrieben hat, halt sehr viel schneller auch zu weiteren Standorten. Und ein Erfolgsfaktor ist dabei eben das Thema Ease of Use, Ease to Install. Ihr habt dort meiner Meinung nach eine hervorragende Lösung mit sozusagen voll cloud-basierte Softwarelösung, die ein Dashboard mit im Bauch hat. Die Setup-Kosten sind relativ gering. Man darf trotzdem nicht unterschätzen, dass es einen Integrationsanspruch gibt. Der mag auch Kunde für Kunde unterschiedlich sein. Aber je mehr das ganze Plug and Play ist, desto einfacher ist das natürlich, diesen Rollout zu managen. Und desto kürzer können auch die Zyklen sein. Ja, desto schneller kann ich 100 Sensoren in einer Fabrik ausrollen oder Tausende. Dieses Plug-and-Play-Feature ist sozusagen mit ein Schlüsselerfolgsfaktor. Hervorragend. Wir haben die Erfolgsfaktoren aus unserer Sicht für Sie, liebe Zuhörer, auch einmal zusammengefasst, schicken Ihnen im Nachgang auch ein Handout, dass Sie das einmal herunterladen können. Wir haben einige der Faktoren bereits gerade diskutiert und ich möchte sie einmal gerne kurz zusammenfassen, was eben aus unserer Sicht so die
die wichtigsten Faktoren für ein erfolgreiches Digitalisierungsprojekt und ein Rollout eben sind. Zum einen ist es natürlich der Anwendungsfall, der muss klar definiert sein und sukzessive muss der Mehrwert natürlich bewiesen werden können, damit alle Teilnehmer wirklich mit Enthusiasmus auch dabei sind. Und es muss eine klare Zielsetzung geben. Ja, Zielsetzung für das Projekt, für das Pilot-Digitalisierungsprojekt, aber natürlich auch für eine langfristige Zielsetzung. Also wie geht es eben danach weiter? Und da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Diese Zielsetzung muss natürlich im Kontext der Digitalisierungsstrategie auch stattfinden oder Innovationsstrategie. Wir hatten es zu Beginn der Diskussion, dass wir eben, es gibt mitunter Innovationsabteilungen extra gebildet, die sich um solche Projekte oder Themen eben kümmern. Und ganz wichtig, dass sowas auch im Kontext einer Gesamtstrategie des Unternehmens stattfindet. Ein dritter ganz zentraler Punkt, den wir viel diskutiert haben gerade, ist das Thema Stakeholder. Das heißt, wir brauchen natürlich Top-Management-Support, um die nötigen strategischen Ziele auch im Blick zu haben. Aber ganz wichtig auch eben diejenigen abzuholen, die das Projekt dann umsetzen. Also die Fachabteilung, die mit dem System arbeiten. Zentral dabei ist natürlich dann der Wertbeitrag. Also wie können wir die Lösung oder welchen Wertbeitrag liefert die Lösung, wie kann der eben bewiesen werden, denn ja, nur so können die Ziele erreicht werden. Und aus unserer Sicht der letzte Punkt, den wir auch gerade angesprochen haben, das Thema Integration. Gerade für die Skalierung, Sven, du hast es schön erklärt, ist es wichtig, das in die bestehenden IT-Prozesse auch zu integrieren. Idealerweise schrittweise, dass wir das mit bestehenden Systemen einfach verknüpfen können, sowohl eben IT-seitig als auch prozessseitig. Soweit unsere Zusammenfassung. Ich teile jetzt mal unser Handout, das können Sie sich gerne herunterladen. Und wir haben ja jetzt noch etwas Zeit und würden gerne das Thema weiter mit Ihnen auch diskutieren. Also, wenn Sie Fragen haben, wie können wir die Projekte starten, was müssen wir beachten, freuen wir uns, wenn Sie über die Chat-Funktion direkt Ihre Fragen stellen können. Sie können das entweder öffentlich machen oder auch direkt privat an uns schicken. Ich sehe, es sind schon einige Fragen eingegangen. Bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall auch schon mal Max und Sven für die spannende Diskussionsrunde und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Oder habt ihr noch eine Anmerkung an der Stelle? Ja, ich kann auf die also erst nochmal vielen Dank, Moritz und Sven. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch das Thema zu diskutieren. Ich kann direkt, also die erste Frage, die ist von Leon. Danke dafür, die ist sehr speziell, aber die kann ich direkt beantworten. Also für alle, die es nicht sehen, ich lese sie noch einmal vor. Eine eher allgemeine Frage, angenommen, man installiert die Sensoren an den Elektromotoren von CNC-Fräsmaschinen. Wenn nicht im Dreischichtbetrieb zum Beispiel in der ersten Schicht nur Aluminium gefräst wird, in der zweiten Schicht Gusseisen, wäre die Belastung der Motoren erheblich unterschiedlich. Kann man im Dashboard dann Profile hinterlegen, dass die KI von Wechsel Aluminium auf Gusseisen nicht von einem verschlechterten Zustand der Maschine ausgeht. Wir haben tatsächlich öfter oder sehr oft sind wir tatsächlich auf Motoren, zum Beispiel jetzt auf Drehstrommotoren montiert, die produktabhängig unterschiedliche Lasten fahren. Das ist relativ üblich. Wir haben da im Bereich CNC tatsächlich Erfahrung. Ich muss hier an ein paar Projekte in Polen und in Ungarn denken. Also das kann man gut abbilden und auch hinterlegen. Im Bereich der zum Beispiel
ein anderes Beispiel, wo wir solche Prozesse überwachen, ist bei Extrusionsverfahren. Wir arbeiten zum Beispiel mit Plastikrohrherstellern zusammen, die ja je nach Produkt unterschiedliche Aufsätze vorne auf den Extruder machen und Rohre mit unterschiedlichen Materialkompositionen und eben auch Durchmesserdicken fertigen, wo dann eben unterschiedliche Lasten auch am Motor sichtbar sind. Und das kann man aber trotzdem, und hier kommt eben das Thema KI sehr, sehr ins Spiel, man kann diese Muster, die Produktionsmuster, auch wiederkehrende Produktionsmuster eben gut hinterlegen, sodass man trotzdem von den unterschiedlichen Produkten, natürlich werden die Level anders sein, aber man kann eben die Anomaliedetektion scharf stellen, die dann Abweichungen dieser als normal antrainierten Muster erkennt. Das heißt, sollten sich dann Veränderungsraten einstellen und dergleichen, würden wir und unsere Lösung würde es eben trotzdem erkennen. Und als Beispiel, wenn wir bei Extrusionsverfahren bleiben, dort haben wir unabhängig von diesen 2 Produkten mit unterschiedlichen Durchmessern, die gefahren werden, trotzdem sehr stark einen Verschleiß der Schnecke erkannt. Das heißt, die Schnecke, die drückt den flüssigen, geschmolzenen Kunststoff in die Form, beziehungsweise in die Rohrform. Und ja, das konnten wir eben sehr, sehr gut erkennen und den Kunden trotzdem frühzeitig vor diesem Verschleiß warnen. Genau, die zweite Frage war, bestehen schon Erfahrungen bei der Implementierung bei CNC-Fräsmaschinen? Ja. Also vor allem eben bei den Elektromotoren von den CNC-Maschinen haben wir Erfahrung, auf den Pumpenmotoren, auf den Pumpen selbst, den Kühlpumpen, Lagern. Das überwachen wir sehr erfolgreich im Bereich CNC. Woran wir zurzeit forschen, zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, ist dann tatsächlich eine Spindelüberwachung. Das ist dann natürlich entsprechend komplexer, deswegen ist das auch noch nicht marktreif. Aber mit Ausblick auf die Zukunft haben wir hier auch schon einige interessante Ergebnisse erzielt. Ich sehe hier noch eine Frage, die richtet sich wieder mehr an das Digitalisierungsprojekte allgemein. Und zwar vielleicht an dich auch gerichtet, Sven. Was ist denn, wenn sich der Betriebsrat gegen die Umsetzung von dem Projekt stellt? Wie gehe ich damit um? Hast du damit Erfahrungen gemacht? Ja, jetzt ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Das ist eine ganz wichtige Stakeholdergruppe, vor allem in Großunternehmen. Wir haben in Deutschland eine Mitbestimmung im Betriebsverfassungsgesetz gesetzlich verankert. Und deswegen ist es eine Gruppe, die man abholen muss. Bei allen Themen, die die Mitarbeiterschaft betreffen, ist der Betriebsrat anzuhören, hat der Betriebsrat auch Entscheidungskompetenzen. Das heißt, den zu übergehen, ist einfach ein Stockfehler, würde ich mal sagen. Ja, jedes Unternehmen, das einen Betriebsrat hat, wenn es Anwendungen in der Produktion, Automatisierungstechnik, KI-Methoden einführt, muss der Betriebsrat unbedingt abgeholt werden, muss verstehen, dass das keine Bedrohung ist, muss verstehen, dass es natürlich auch in seinem Interesse ist, wenn das Unternehmen produktiver wird. Es wird immer die Frage nach den Beschäftigungseffekten sein. Ja? Heißt das, dass plötzlich weniger Mitarbeiter beschäftigt werden müssen? Was passiert damit? Das sind Fragestellungen, die haben nicht unbedingt nur mit KI, mit Einsatz von KI zu tun, sondern immer, wenn es um Automatisierung von Prozessen geht und dem maschinellen Ersatz von vielleicht bisher manuellen Tätigkeiten. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, diese Zielgruppe zu informieren, abzuholen, zu involvieren und auch zu sagen, das macht uns besser. Ja? Das macht die Arbeit eines Instandhalters leichter, das unterstützt ihn. Das macht die Fabrik produktiver und damit wieder für die Unternehmensführung interessanter, dort Aufträge zu platzieren und. Das können alles Argumente sein. Und letzten Endes zahlt es auch ein auf die Umweltverträglichkeit. Besser ausgelastete Maschinen sind weniger umweltschädlich als Maschinen, die ständig gewartet werden, die ausfallen, die nicht laufen. Und dieses Spektrum an Mehrwert auch für eine Arbeitnehmervertretung muss unbedingt aufgezeigt werden. Dann gibt es vielleicht auch bei KI-Themen auch immer noch die Sorge,
wenn es dort Empfehlungen gibt, wie stimmig sind die, wie gut kann ich die nachvollziehen. Da kommen wir auch ein bisschen in Technologiefragestellungen rein. Ja, neuronale Netze sind sehr gut in der Klassifikation, sind relativ schlecht in der Erklärungsfähigkeit, warum sie wie klassifiziert haben, da das letzten Endes tief verborgen ist in den geschachtelten Netzen. Und eine andere Frage, ob eben da auch modellbasiert Ableitungen getroffen werden, sodass tatsächlich auch eine menschenverständliche Root Cause Analysis geliefert werden kann. Vielleicht kannst du da auch noch, Max, technologisch was zu sagen. Aber das ist ja immer wieder die Sorge beim Einsatz von KI. Es wird irgendeine Empfehlung gegeben, dieser Kredit wird nicht vergeben oder diese Maschine muss abgeschaltet werden. Ist denn das überhaupt nachvollziehbar? Ja, genau. Also und um die Ängste zu nehmen, bei gibt es vielleicht uns, auch eine technologische das geht ja auch dann mit in das ganze Thema Datenschutz, personenbezogene Daten so ein bisschen rein. Dort ist es natürlich bei unserer Lösung so, dass wir tatsächlich nur die Vibrationsdaten messen und wir uns eben nicht an Steuerungen oder kundeninterne Systeme irgendwie anschließen. Also es gibt keinen Link zur Steuerung der Maschinen. Wir haben in Anführungszeichen nur die Vibrationsdaten und daher sind wir schon mal aus dem ganzen Thema personenbezogene Daten komplett raus, weil wir das eben überhaupt nicht mitbekommen. Was das Thema KI auf technologischer Ebene angeht, so nutzen wir eben verschiedene Methoden und Verfahren, aber eben alle nur auf die Vibrationsdaten und am Ende, auch wenn wir an das Thema Betriebsrat denken, sehen wir unsere Lösung eben eher als unterstützend, also als unterstützend für Instandhaltungspersonal, für Produktionsleiter, um die bestehenden Prozesse zu optimieren und eben Ausfallzeiten zu reduzieren. Und am Ende ist das, was wir machen, jeder Ausfall, ich meine, wer in der Produktion ist, der kennt das sehr gut, es ist natürlich immer mit Risiken verbunden. Wenn Lager heiß werden, es entsteht Hitze, Rauch, Potenzial für Schaden und eben auch menschlichen Schaden, wenn wir an das Thema Betriebssicherheit denken. Und somit hat unsere Lösung natürlich einen indirekten Effekt, auch in Bezug auf Arbeitsplatzsicherheit und Sicherheit der Werker vor Ort. Und deswegen hatten wir tatsächlich noch keine negativen Rückmeldungen aus Richtung Betriebsräten, weil eben das eher als positiv und als Unterstützung für die Arbeitsabläufe gesehen wird. Sehr gut. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss an dich, Max. Eine interessante Frage hier. Wie lange dauert es normalerweise, bis sich die Lösung amortisiert? Da sind wir wieder beim Thema Wertbeitrag. Also ab wann erreichen wir einen Mehrwert, einen positiven ROI und was ist zu beachten bei der Auswahl der Maschinen zum Beispiel? Selbst ab. In der Regel, das habe ich auch vorhin schon erwähnt, ist unsere Preisstruktur halt so, dass wir die Amortisierung zwischen, 3 und 9 Monaten eintritt, abhängig vom Anwendungsfall. Natürlich, wenn es komplexere, also es hängt natürlich dann auch immer ab, wie häufig treten dann Probleme tatsächlich ein, wie viel Ausfall, welche Summe an Ausfall hilft man eben zu verhindern. Aber das ist so bei uns die Regel. Also nach 3 bis 9 Monaten ungefähr hat man als Kunde sein Invest schon wieder raus. Und die Nutzung der Lösung ist ja meistens auf 3 bis 5 Jahre mindestens ausgelegt. Das heißt, das ist relativ am Anfang des Zyklus. Genau, ich sehe gerade, es gibt noch eine Frage zum Punkt Vernetzung der Lösung von Klaus. Vielen Dank dafür. Wir haben dieses Thema, begegnen uns tatsächlich öfter, wenn das Vernetzung der Fertigung ins Internet abgelehnt wird. Wir umgehen das Thema ein bisschen, also wir haben halt eben auch die Möglichkeit, Gateways mitzuliefern von unserer Seite aus, die eben dann aufgestellt werden, die übers Handynetz gehen. Das heißt, es wird dann am Ende nur Vibrationsdaten der Sensoren gehen an das Gateway, die gehen in die Cloud und das war's. Das heißt, man ist komplett autark und losgelöst von der lokalen Infrastruktur. Es gibt also keine Sicherheitsthematiken. Es stimmt,
Klar, die Daten gehen trotzdem ins Internet. Das ist im Moment bei unserer Lösung aber nötig, weil eben der Algorithmus die ganze Zeit mitlernt, weiterlernt und sich verbessert und man entsprechende Updates der Software ja dann auch bekommt und davon profitiert als Kunde. Wir haben trotzdem, vielleicht als Ausblick, die ganze Lösung in unserer Backend-Architektur so aufgebaut, dass wir Schnittstellen bereitstellen. Das heißt, für Kunden gegebenenfalls über Schnittstellen eigene Dashboards oder dergleichen anzuschließen, ist mittelfristig auch möglich. Rein theoretisch wäre auch es möglich, quasi das System zu klonen und lokal laufen zu lassen, aber das haben wir tatsächlich noch nirgendwo so umgesetzt. Und das wäre dann natürlich etwas aufwendiger. Das heißt, dort muss dann schon relativ viel Commitment dort sein, um solch eine Entwicklungsaufwand und solchen Schritt durchzuführen. Wunderbar. Gerne. Ja, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich für eure Teilnahme, lieber Sven, lieber Max, dass ihr euch Zeit genommen habt, um das Thema zu diskutieren. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Zuhörern bedanken für die eingereichten Fragen, für ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen. Wenn Sie noch mehr erfahren wollen im Nachgang über das Thema oder über AI-Site, schauen Sie gerne auf unserer Website. Wenn das Webinar beendet wird, werden Sie auch auf eine Seite weitergeleitet, können direkt die Kontaktdaten von Max sehen, einen Termin vereinbaren. Und ja, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, ich freue mich von dem einen oder anderen. Vielen, vielen Dank, ja. Auch danke dir, Sven, für die Teilnahme und danke, Moritz. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles klar. Tschüss. Ja, sehr gerne und Tschüss. vielen Dank für die Danke. Einladung. Macht's gut.